Ja, wenn die Alte bockt und der Köder streikt, dann ist wieder Brixton-Zeit. Ja, bei mir ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde später. Ich habe das Kennzeichen wieder festgetackert. Naja, nicht getackert, aber hier ein paar Schrauben gedreht und mal richtig festgezogen mit der Knarre. Ja, ich weiß. Ist nicht hübsch, aber selten. Ja, und mich kotzt an, dass die Karre so dreckig ist. Deswegen gibt es jetzt immer eine Dusche. Ich weiß, mit dem Kercher ist immer so eine Sache, aber den Feinstelle mag ich zu Hause. Ja, bis die Dreck runterholen. In der Garage, die ganzen Staub. So dreckig habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Das Einzige, was hier ganz sauber ist, das Kennzeichen. Naja. Für das erste reicht es mal. Und jetzt gibt man eine vernünftige Pflege, wieder ein bisschen neues Kettenfett drauf. Und dann ist gut. Aber mit dem Auto brauche ich immer so ungefähr 2-3 Euro. Mit dem Motorrad bist du so fix durch. Also ich muss wirklich sagen, ich habe vorhin das Kennzeichen festgeschraubt. Und ich weiß, das ist nur ein Motorrad für 3.100 Euro, habe ich dafür bezahlt. Ne? Aber ich muss sagen, die Qualität lässt trotzdem richtig stark zu wünschen übrig. Das ist echt unter der Sau. Und ich zeige auch gleich warum. So, für das erste reicht das mal, oder? So, wieder schön rauf im Motor und dann gucken, wenn er auch anspringt. Einmal hat sie mich hängen lassen, da fing das mitten beim Fahren an zu regnen. Oder mit einer Ampel ist er immer ausgegangen. Und dann brauche ich einmal 3 Versuche, dass es wieder anspringt, weil Wasser wohl irgendwo reingekommen ist. Dürfte sowas passieren am Motorrad? Da steht ja nichts so drauf, dass die Dinger nur ja, bei Sonnenschein und schönem Wetter fahren dürfen, oder? So, reicht. Muss ja nicht unnötig hier, wenn halt so lange hält das Wasser hier. Dann ist es halt so. So, restlichen Kleingeld-Scheiß hier wegpacken. Ah, jetzt ist er aus. Alles klar. So, mal gucken. Ich hatte noch irgendwo einen Lappen mit gehabt. Habe ich die noch mit? Da ist er doch. So. Ja, zumindest kann ich das in den Arsch kriegen. Mal diese scheiß weiße Farbe von der Decke von der Garage. Die kriegst du gar nicht mehr im Guten ab hier. Das ist doch auch scheiße. Ey. Da muss ich echt mal ein Wörtchen reden mit der Alten da, die Garage vermietet. So. Und ja, es ist ein Mikrofasertuch. Also keine Scheu, keine Angst. Ich verschramm das Baby schon nicht so. 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 Na, was ist denn hier, ein Steinschlag? Nein, ein Steinschlag, ich krieg einen Vogel. Ich kotze hier gleich im Strahl. Das kann ja wohl nicht sein. So. So, jetzt kann ich auch mal zeigen, was ich meine mit der Qualität. Guck dir das mal an hier. Die fällt bald raus. Also, ganz egal, wie sehr ich dieses Motorrad irgendwo mag. Unsere Wege werden sich auf jeden Fall nicht bis zum Lebensende kreuzen, sondern nur so lange wie nötig. So, wir haben jetzt runter 2603 Kilometer. Ach, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. 2603 Kilometer. Und das ist alles klapprig, lose und weiß der Geier nicht alles. Aber gut. Was soll's. Ruf in den Ofen.
die durchgekugelten Handschuhe an. Ich muss mir die anderen mal raus und ich habe noch welche liegen. So. Oh, auf den Esel. Weg hier, verpiss dich. So. Ist der, und da hauen wir das. Oh ja, 6 Stunden wieder. Ja, kommt. So. So, schnell weg hier. Oh, mal ein bisschen sauer blasen, das Ding hier, ne? Trocken pusten. Ich weiß nicht, das ist echt sporadisch, die ganzen Macken. Ich habe bestimmt wirklich einen Sonntagsmotorrad erwischt oder einen Montagsschrauber. So, mal ein bisschen vorsichtig in die Kurve, ne? Reifen sind nass. Wir müssen noch nichts riskieren. Wenn nicht, du Arschloch, dann grüßt mich halt nicht. Verrecken sollst du. Ich wünsche dir dünnsches, kurze Arme und kein Klopapier. Ja, jetzt musste ich einmal die andere Schraube hinten abzimmern und musste mal 2 neue randrehen. Wie gesagt, das ist zwar nicht hübsch, aber selten. Da setze ich mich mal ran, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich möchte erst meinen Spaß haben und möchte nicht irgendwo rumschrauben oder sonst was. Also von daher drauf geschissen. Oh, ich sehe gerade, ich hätte mal tanken sollen. Naja. Bei der Brixton blinkt doch immer irgendwas, oder? Ob der Tank nur wirklich leer ist oder nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich habe ja hinten noch einen Reservekanister mit. Also zur Not komme ich noch irgendwo hin zur Tanke. Schenkenblinker hast, komm warum? Ja Mensch, das Runde was in der Hand lässt, das ist das Lenkrad. Stell dir vor. Ich habe vorhin mal meine Frau gefragt, ne, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich auf dem Bock hier sitze. Das ist bestimmt ein bisschen zu klein für mich, ne? Meinte sie, ja, so ein bisschen, aber trotzdem steht ihr das Ding. Ja, das ist die Frage, war das ehrlich gemeint oder sarkastisch? Weil ich bin 1,90 groß und ich habe über 100 Kilo und das Motorrad ist ganz schön klein. Sieht bestimmt lustig aus. Ich habe mal eine Idee. Da war ich ja schon lange nicht mehr. Ich will mal ausprobieren. Oh, gucken. 87 laut Tacho. 6 km/h Abzug. 81 km/h. 70er Zone. Das glaubt man gar nicht. Ende Oktober und so richtig geiles Wetter. Und die ganzen Klimaspinner sagen, ja, wir haben ja einen Klimawandel. Nee, ist Quatsch. Das gleiche Zeug habe ich auch schon erlebt. Mit meiner ersten Freundin. Meine Güte, das ist Jahre her. Wir haben im Gartenlandschaftsbau gearbeitet. Da hatten wir im November, Ende November haben wir noch draußen auf der Wiese gelegen. Mit einer vernünftigen schönen Decke und haben gekuschelt. Mitten in der Pause, das war richtig geil. Also braucht mir keiner kommen, das ist alles erst der kurzen, alles Quatsch. So, hier vorne weg jetzt einmal rumfahren und dann werde ich mal wieder zu meinem alten Ort hinfahren.
Ich will mal gucken, ich habe ja mit 2000 den Service gemacht, die Ventile eingestellt. Gleichzeitig war sie jetzt noch ein paar Wochen lang in der Werkstatt. Ja, und jetzt werde ich mal testen, was sie noch so spitze rennt. So, erstmal wieder Berg hoch, das ist ja nichts Neues. Kann man nichts zu sagen. So, 88, 91, 92, oh, 93. Na, wir gucken mal, 600 Kilometer später, nach dem Service der Ventile. Gucken wir mal, was sie jetzt rennen, wenn ich den Weg wieder fahre, wie im zweiten Video, glaube ich, und im ersten Video auch. Da bin ich mal gespannt. Na, 97, meine Güte. Hatte gute Laune heute, Baby. 99. Na, schaffst du die 100 noch? Nö, jetzt kackt sie wieder ab. Au. Mir ist gerade irgendwas gegen den Fuß geknallt. Aber ich weiß nicht was. Habt ihr was gesehen? Ich hab nichts kommen sehen. Auf der Straße lag auch nichts. Was war denn das? Naja, was soll's. Werden wir gleich sehen am Rückweg. So. Und zack. Kurvenfahren muss ich echt noch lernen. So, mal hier vorne hin. Hier vorne haben wir das, glaube ich, auch gestanden. Ne? So, und da es ja so viele ungeduldige Menschen gibt in unserem Land und ihr alle keine Ausdauer mehr habt, würde ich sagen, beenden wir jetzt das Video. Und ich mache ein zweites Video, wenn ich jetzt hier runterkachel. Also, jo. Entweder bis gleich, bis demnächst oder bis nirgends. Denn macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wenn die Alte bockt und der Köder streikt, dann ist wieder Brixton-Zeit. Macht's gut, bis gleich.